Forest Grove ist ein Detektivspiel, in welchem wir das Verschwinden von Zoe Kunstmartigard aufklären müssen. Statt aber wie üblich die verschiedenen Locations abzuklappern, setzen wir als Teil des neuen Remote Forensics Bureau auf Hologramm- und Nanotechnologie, um die Locations in unsere Nanodeck-Halle zu holen. Ob das zu cyber ist und wie sich das Spiel während seiner grob 5-stündigen Spielzeit insgesamt anfühlt, erfahrt ihr jetzt. Zum Gameplay. Wie auch in anderen Vertretern des Genres sammeln in Forest Grove zunächst Indizien. Diese kommen allerdings etwas ungewohnter nicht nur in Schrift- und Gegenstandsform, sondern auch als Rekonstruktion durch die Überwachungskameras als Audio- und Bildmaterial. Des Weiteren können wir, wenn wir das Passwort anhand des Passwortvergessen-Hinweises herausfinden, Bilder, Nachrichten und die letzten Suchanfragen auf Laptops sowie Handys finden. Gegenstände untersuchen wir dabei immer in einem kleinen Minispiel, wo wir Marker finden und fokussieren müssen. Glücklicherweise wird auch immer angezeigt, wie viele Marker es auf dem Gegenstand gibt, da es sonst sehr mühselig wäre, die Gegenstände millimetergenau abzusuchen und sich am Ende doch unsicher zu sein, ob man mit dem Gegenstand nun fertig ist oder nicht. Diese Marker geben uns dann Hinweise darauf, wer diesen Gegenstand berührt hat, entweder weil die Person Schweiß, Fingerabdrücke oder andere DNA-Spuren hinterlassen hat. In unserem Beweiskatalog werden diese dann automatisch miteinander verknüpft, selbst müssen wir da nichts für tun. Die Rekonstruktion von Audiologs ist ein kleines Minispiel, wo wir die richtige Stelle finden müssen, was sehr schnell geht. Für die Rekonstruktion von Bildern müssen wir ebenfalls die richtige Stelle finden, aber diesmal im 3D-Raum mit der korrekten Richtung. Anschließend können wir jeweils den rekonstruierten Dialog anhören. Bei der Bildrekonstruktion können wir zwar auch immer noch ein Foto der Szene genauer anschauen, aber so wirklich hat mir das beim Lösen des Falls nicht geholfen. Insgesamt gibt es auch wenig Hilfe beim Lösen des Falles. Zwar wird zu Beginn eine Mentorfigur eingeführt, aber neben seltenen, kurzen Kommentaren zu gefundenen Indizien kann man hier nicht auf Hilfe hoffen. Das wird spätestens am Ende des Spiels sehr lästig, wenn wir schon 99% aller Hinweise gefunden haben, aber uns noch das letzte Stück fehlt. Hier hätte ein Watson oder ein Mentor perfekt gepasst, um uns in die richtige Richtung zu schubsen. Witzigerweise haben mir die Steam Achievements hier noch am meisten geholfen, da sie mir sagten, wenn ich endlich alle Audiodateien oder alle Hovercam-Orte gefunden hatte. Dummerweise, das für mich am hilfreichsten gewesene Achievement gibt es nicht: Finde alle Gegenstände. Das war auch eine der schwierigeren Aufgaben, denn zum Finden aller für den Fall wichtigen Beweismittel ist teilweise sehr genaues Absuchen aller Locations am Boden sowie an Wänden und in Schubläden notwendig. Zwar helfen Marker, um zu zeigen, dass sich hier ein Indiz befindet, aber damit er angezeigt wird, muss man zumindest nah genug mit sich und dem Fadenkreuz sein, damit dieser aufploppt. Von Nanotechnologie, die den Untersuchungsort genau rekonstruieren und simulieren kann, hätte man ja eigentlich auch erwarten können, dass sie einem sagt, wo die Gegenstände mit den Hinweisen sind, denn rein prinzipiell haben sie doch schon alles gescannt. Hier erwartet euch außerdem ein weiteres großes Plothole gegen Ende, da dies aber ein großer Spoiler wäre, will ich hierzu nichts weiteres sagen. Dadurch, dass die Spielelogik auf einer gescannten Umgebung basiert, anstatt den Ort des Geschehens wirklich zu besuchen, können wir auch keinen der Verdächtigen treffen. Nur anhand von Audiologs und Chatnachrichten erfahren wir etwas von ihnen. Dadurch sparen sich die Entwickler ein Dialogsystem und das Animieren der Figuren. Gerade der letzte Punkt hilft ihnen sehr, da das Aussehen der 3D-Models definitiv nicht die Stärke des Spiels ist. Zoe als Titelfigur des Spiels ist noch recht gut modelliert, andere sehen dann teilweise doch ein wenig merkwürdig aus. Leider zieht sich das schlechte Aussehen durch das gesamte Spiel durch. Oftmals bekommen wir Fotos als Beweismittel zu sehen, die keine Richterin der Welt zulassen würde, was das schlechte Photoshop in die gefälschte Beweismittelkategorie fallen würde. Abgesehen von den Figuren ist aber der Rest der Spielwelt anschaubar modelliert. Auf 3 Stockwerken können wir das Haus der Kunstmartigards nach Hinweisen durchsuchen und jeden Raum betreten. Der Immersion tut dabei gut, dass das Haus eher nach wohnlichen Aspekten und nicht allein zum Spielzweck entworfen wurde. Bei wie vielen Spielen ich schon gedacht habe, dieser Bau ergibt jetzt aber keinen Sinn, kann ich schon lange nicht mehr erzählen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, welches Spiel mit unsinniger Architektur euch dabei eingefallen ist. Leider bleibt das Haus aber der einzige Ort, den wir besuchen. Die zu Beginn erwähnte mögliche andere Location bleibt unbesucht, genauso wie sämtliche andere während der Untersuchung erwähnten Orte. Das Haus ist außerdem grundsätzlich unbeleuchtet, wir müssen uns also auf unsere Taschenlampe oder einen teleportierbaren Leuchtstab verlassen. Warum das Haus nicht grundsätzlich ordentlich ausgeleuchtet ist, verstehe ich nicht, aber eventuell passiert das aus Performancegründen. Apropos Performance. Das Spiel lief fast durchgehend fehlerfrei und mit 60 Frames. Ein Performance-Problem, das ich feststellen konnte, war, als ich das Spiel im Hauptmenü lange unberührt offen hatte, bevor ich mit Spielen anfing. Da hatte ich dann Frames im einstelligen Bereich und eine gefühlt sehr viel höhere Maussensitivität als normal. Ein Neustart des Spiels hat das Problem aber behoben und somit fällt für mich dieser Fehler nicht besonders negativ auf. Des Weiteren gab es an einer Stelle ein Problem mit dem Nachladen des Levels bzw. der Level of Detail Optimierung, die an einer Stelle erwartet hat, dass wir langsam eine Leiter heruntergehen, während wir dem Level den Rücken gekehrt haben. Das ist ein eindeutiger Trigger, wann der Rest nachladen muss. Jedoch wird der Trigger zu spät ausgelöst, wenn man einfach neben der Leiter herunterfällt.
Das sorgt kurz für unschönes Aufploppen von Levelarchitektur, aber auch das kann ich vergeben. Viel nerviger war, dass ich regelmäßig an den Türen hängen blieb, weil sie nicht so weit aufgingen, wie der Türrahmen breit ist. Falls ihr außerdem wie ich ständig nach der Drohne sucht, hier ein Tipp. Wenn ihr die Karte aufruft, dann könnt ihr dort die Drohne anklicken und neben euch platzieren. Denkt nur dran, dass ihr sie beim Abspielen nicht in die letzte Ecke pfeffert, weil sonst kann es sein, dass sie auf der Karte nicht mehr auftaucht. Wenn ihr dann fast alle Hinweise gefunden, Audiologs angehört und Direktnachrichten gelesen habt, dann dürft ihr euch endlich an die Lösung des Falls machen. Gegen alle, die in Verbindung mit dem Fall stehen, könnt ihr verschiedenste Anklagen machen. Eure Theorie müsst ihr dann mit 5 Beweisen stützen. Ob ihr damit dann richtig liegt, seht ihr leider nicht, wenn das Licht angeht, sondern erst nach einer einminütigen, nicht abbrechbaren Zwischensequenz, die auch immer dieselbe ist. Anschließend kommt der ebenso nicht abbrechbare 2-minütige Abspann. Ihr fahrt dazwischen außerdem nur auf sehr indirektem Weg und sehr uneindeutig, ob eure Lösung insgesamt okay war, aber nicht, ob irgendeine eurer Anklagen oder Beweismittel korrekt war. Das kombiniert mit der Tatsache, dass man mit jedem Lösungsversuch grob 4 Minuten Zeit investiert, wovon sich 3 absolut unnötig anfühlen, und dann auch noch im Hauptmenü landet, anstatt wieder den nächsten Kombinationsversuch machen zu können, hinterlässt einen schlechten Eindruck. Ich hoffe, dass hier noch nachgebessert und Überspringfunktionen nachgereicht werden. Es vergeht einem schnell die Lust, nochmal zu justieren, wenn man nicht weiß, an welcher Stellschraube man denn schrauben soll. Wie zu Beginn schon erwähnt, ist das Spiel mit grob 5 Stunden Spielzeit nicht das längste. Leider hat es außerdem keinerlei Wiederspielwert, denn wenn man einmal die Lösung hat, wird sie sich nicht mehr ändern. Zwar wird zu Beginn des Spiels, wenn man das nochmal von vorne startet, der Code für die Türe des Tutorials immer neu generiert, aber das war's auch schon. Ich war sehr enttäuscht, als sich herausstellte, dass sämtliche anderen Hinweise immer noch dieselben waren und auch die Passwörter und Codes sich nicht verändert hatten. Ich verstehe auf einer technischen Ebene, dass das unheimlich komplex und damit fehleranfälliger wäre und dass es darum vermutlich nicht umgesetzt wurde. Auf einer Spielerebene bin ich dennoch traurig und wundere mich, warum denn der Code am Anfang sich ändert, wenn der Rest des Spiels doch statisch ist. Ich glaube aber auch, dass ich seit Shadows of Doubt in der Hinsicht ein wenig arg verwöhnt bin. Das Spiel generiert einem ja eine ganze Stadt mit zufälligen Mordfällen, Ein- und Ehebrüchen. Einbrüche gibt es außerdem in der Qualität der deutschen Lokalisierung. Sie ist durchwachsen, wenn auch weitestgehend verständlich. Auf deutsche Sprachausgabe müssen wir wie leider üblich verzichten. Nur die Texte wurden übersetzt. Dummerweise wurden aber auch nur die Texte übersetzt, die nicht Teil eines Bildes sind. Wenn man also eine Broschüre oder einen Hinweiszettel findet, dann gibt es dafür keine Übersetzung. Bei manchen gibt es dann eine Übersetzung in einem separaten Kasten, aber das auch nicht immer. Fazit. Wer sollte denn jetzt Inspektor in der Abteilung für Fernerkundung im Heimatschutzministerium werden? Wer nicht genug von Detektivspielen bekommen kann und schon von Sherlock in all seinen verschiedenen Versionen die Nase voll hat, kann mal hier reinschauen. Für 5 Stunden ist man dann beschäftigt, wenn auch nicht vollends zufrieden am Ende. Ich selbst fand das Spiel bis kurz vor Ende okay bis mittelmäßig. Das Verfolgen von Spuren und Finden von Hinweisen, welche man dann zu einer eigenen Theorie über den Tathergang formt, macht Spaß, auch wenn manche Minispiele sehr simpel sind. Das Finden der allerletzten Hinweise und das Bestätigen der Theorie ist jedoch dann wieder sehr mühsam. Durch die vorher genannten Gründe, die hoffentlich noch ausgepatcht werden, muss man entweder Glück oder wirklich alles aufgedeckt haben, um die absolut richtige Lösung zu finden. Am liebsten wäre mir ja, wenn man beim Lösen des Falles sich auf einen Aspekt des Falles konzentrieren könnte, anstatt alles gleichzeitig lösen zu müssen. Für das Lösen aller Aspekte könnte es dann Bonuspunkte und ein 100% Achievement geben. Das und die teils immersionsbrechend schlechten Ingame-Fotos lassen mich zu dem Urteil kommen, keine Kaufempfehlung. Ich glaube, wenn die Auflösungsmechanik angepasst wird, sodass man schneller Feedback bekommt und direkter zu einem neuen Versuch ansetzen kann, erreicht das Spiel zumindest eine gute mittelmäßige Note. Denn selbst dann sollte durch die schiere Anzahl der Beweismittel kein stupides Durchprobieren möglich sein, um die Lösung zu erraten. Was ich aber lobend erwähnen will, ist, dass ich für Passwörter und Safecodes nicht auf die Onscreen-Tastatur angewiesen bin. Ich kann einfach die Tastatur, die direkt vor mir liegt, verwenden. Ich habe es schon immer gehasst, wenn mich Spiele dazu gezwungen haben, Buchstaben und Ziffern mit der Maus oder dem Gamepad einzeln auszuwählen, anstatt Gebrauch von meiner Tastatur zu machen. Kurz vor Release des Videos hat mir der Entwickler auf einige der genannten Punkte geantwortet und Besserung gelobt. Die Endsequenz soll zum Beispiel mit Überspringfunktionen angenehmer gemacht werden. Außerdem schreibt er sich ein Hinweissystem, damit wir nicht gefrustet die Beweismittelsuche aufgeben müssen, auf die To-Do-Liste. Ob das aber alles nach Release dann wirklich auch nachgereicht wird, das können weder er noch ich euch versprechen. Schreibt mir also gerne in die Kommentare, wenn ihr etwas davon in den Patchnotes findet. Was war denn euer Lieblingsdetektivspiel und warum empfehlt ihr es? Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.